Hallöle miteinander. Ja, es ist mittlerweile etwas dunkel. Ich mag mir nur sagen, darum gibt es diese Folge ohne Facecam. Ich hoffe, das ist kein Problem für euch. Dafür machen wir mit der Story weiter. Als Ausgleich. Klingt doch nur fair, oder? Ah! Look there! Is that the rainbow thread? Oh, it's lovely! I'm shocked we actually found it here. Now, let's collect it and be quit of this place. Wait, we're not alone. A monster? Of course, the fuck not. Oh mein fucking Gott, ernsthaft? Oh yeah. Jetzt geht die fette Boss-Battle-Mucke wieder ab, das ist jetzt mal eine andere. Drache. Nice. Kauft und verbraucht einen Erholungstrank. Ist immer noch geil. Verkauft deine Gegenstände dem Gegner. Was verkaufen wir denn? Sollen wir mal Gegengift verkaufen? Ich will es einfach mal ausprobieren. Ich weiß, es ist Bullshit, aber ich probiere das jetzt einfach mal los. So, du schaust mal bitte Diagnose, was der alles drauf hat und was der kann. Und die dir macht Eisenpanzer. So, 7500 HP. Okay. Und Schwäche Eis. Interessant. Gattung Drache. Ja, das denke ich mal. No holding back. Wow. What? Heilige. What? Alter. Okay, aber der Shotus, das wäre jetzt nicht unbedingt so das Problem, wenn man das gerade so anschaut. Aber mit Brave wird es trotzdem schwierig. Weil wenn der viermal angreift, dann bin ich wahrscheinlich Schrott. So. Probieren wir das einmal. Alter, Ringables Theme rockt voll. Drachenzahn gestohlen. Bam. Okay, so heftig war der gar nicht. 84 Jobpunkte, ihr leckt die Kelle. Absicherung. Bin ja gespannt. Gespannt, was das wieder kann. Well, that was a surprise. No one said anything about a monster! Did the old man know about this? If he knew and didn't tell us, he's awful! That would be lying! How could he put the Vestal in danger? Without her, who would perform the rites? Be calm, Mary. Perhaps this was a trial of sorts. A test of my resolve and skill as Vestal. Regardless, we found what we came for. Let's return with the thread.
Okay. Komische Regenbogenfaden. Haben wir den jetzt gekriegt oder ne? Hab jetzt gar nicht aufgepasst, lol. Drachenzahn, das wird alles fürs Vermischen verwendet, okay? Regenbogengarn, da haben wir es doch. Benötigt man für Vestalinnen-Gewänder. Ist lustig, weil ihr Kleid war nämlich weiß und nicht regenbogenfarbig. Damit hätte ich nicht gerechnet. Bringen wir den Regenbogenzwirn zum Weißen zurück. Jo, und damit das ein bisschen schneller geht, dann machen wir ein Fluchtseil. Das ist nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Das hätte es jetzt eigentlich rausbringen sollen? Ich fühle mich verarscht. Bringt das jetzt mal nur eine Ebene zurück, oder was? Das ist ja schäbig. Warte mal. Oh, ich bin ein Trottel. Das war ja da. Hä? Ach so. Ach ja, schön. Ja, ich bin heute wieder spezialdumm. Ja, das liegt daran, dass es mittlerweile schon Sport ist, okay? Es ist Sommerzeit und es ist schon dunkel draußen. Und ich muss morgen früh auf die Frühschicht haben, Mann, die ganze Woche. Blöde Schichterei. Kotzt mir überhaupt nicht an. So. Zurück zum Alten, zum Weißen. Vielleicht lautet es jetzt als Dank das Ding da, sind Gewand. Wäre doch nice. Alter Mann. Ah, back in one piece, are you? Very impressive. Then you did know! A word of warning might have helped you, old lech. It's been so long since I set about crafting Vestal garb. I'd completely forgotten. I believe you were in a hurry? I'll begin straight away. All the haste in the world won't see it done before tomorrow. Make yourselves at home till then, Mal wieder. Okay. Agnes? What? Ach so. Jetzt habe ich schon gemeint. What's the matter? Trouble sleeping? Sir, do you remember this pendant? I've treasured it like a good luck charm since I was a child. Ever since the day you gave it to me. That brings me back. I remember it well, child. I'm pleased you've held on to it all this while. It gives me strength. In dark times I would pray to it, talk to it, and the stone would lend me courage. Keep it close and keep it safe. Someday it may serve you better still. And the other girl? The one who was with me when last I was here. Do you remember her? Oh, little Olivia. Yes. She serves now as the Vestal of Water. Sir, have you heard anything of her? Is she safe? The world's oceans began to fester the same day the darkness took the wind crystal. It's the crystal of water that sustains the seas. I fear the same fate has struck the Temple of Water, or worse. I need to know if Olivia is safe, but I haven't the means or the time to seek her out. I'm afraid I know no more than you. All I can say is that she's not come to this place. I see. Tell me, child, would you care to share what else is on your mind? I'm uncertain. Until a few days ago,
I lived a hermit's existence, sequestered in the temple, surrounded by acolytes. I knew nothing of the world outside, know nothing of it still. How can I be sure in the face of that ignorance? How can I know that the path I walk is the right one? Recent years have seen the people's hearts and minds turn from the crystal orthodoxy. Its practices are all but forgotten. Yet even still, they regard the crystals and the Vestals who tend them with an innate reverence. Carry out your duty and keep faith, my child. Therein lies the path the Vestals show to all humanity. But I'm still so weak. Compared to the Mother Vestal, I lack in everything. I could not stop the dark from swallowing up the crystal. I cost those women their lives. And all the world's people, kings and commoners alike, their eyes bore into me, whether in expectation or disappointment. The weight is crushing. My shoulders are not broad enough to bear the weight of it. The hopes and fears of an army of strangers I've never so much as seen before. They frighten me. I am unfit to show them the way forward. I barely trust my legs to carry myself alone. But they have. Despite the blame and fear, you fought this far for the world and its people. Your fight is a noble one, just and right, and beyond any reproach. But now the time has come to set others upon that path, guide them to follow in your steps. Just as the Vestals have ever drawn upon the crystal's light to illuminate the way forward for all mankind, so must you. Words are powerful things, my child. The Vestal's words doubly so. They are a force capable of driving man to action, of sustaining him in times of need. You've walked your path for humanity's sake. Your love of this world has been your fuel. Now let your words be theirs. Share your path with them. They'll decide for themselves whether to follow or not. The world will choose as it may. But if you open your heart and point the way, you'll ignite a spark of hope within the hearts of countless men and women. Hope? You sound like Tis. Oh? Already begun lighting those sparks, have you? You'll reach them, child. Speak, and your words will find a home. Then I had best choose them wisely. Ich finde das Vorhängeschloss hinter uns im Rucke so cool. Oh, you look marvelous! I knew it. You're every bit the wonder I imagined. It really suits you, Agnes. Whether it suits me or not is of little importance. These vestments are a tool, and their purpose strictly ritual. But thank you. A night's work feels like 7 at my age. Gang schlafen, alter Mann. I thank you for your sacrifice, Sage. Your efforts will see the winds return. Oh? If you really cared to thank me, Oh my you'd God. plant a kiss on my cheek. Oh, you're shameless! Is that another tradition surrounding the creation of the Vestal Garb? Echt jetzt? No! It's the sad fantasy of a lecherous little toad! Unacceptable!
I do love a girl with a firm touch. Come back anytime you've need of me. I'll do all I'm able. Ja, gib mir den Sage, Asterisk. Thank you, Sage. Now, back to the temple. Jawohl. Luftschiff-Time. Naja, fast. Die werden wieder quatschen. Bring mal auf Erkundungstour. Ein Augenblick, Tis. Hä, was ist denn? Stimmt etwas nicht? Es ist alles in Ordnung. Das ist meine Angelegenheit zwischen Männern, meine Liebe. Das ist eine Angelegenheit zwischen Männern, meine Liebe. Mhm. Also, wo war ich? Ah, Tis. Letzte Nacht bin ich zufälligerweise aufgewacht und habe bemerkt, dass du und Agnes nicht in euren Betten lagt. Außerdem wart ihr ziemlich lange fort. Möchtest du mir vielleicht das beichten, mein Freund? Was kann so ein braver Bursche wie du bloß anstellen? Das geht dich nichts an? Ah, komm schon, raus damit. Ich will alles wissen. Jedes los, das schmutzige, pikante und skandalöse Detail. Ringerbell, du, was ist mit dir? Ich bin aufgewacht und sah, dass sie nicht in einem Bett lag. Ja, was passierte dann? Ich bin aufgestanden, um nach ihr zu suchen. Gut, in Ordnung. Klingt einleuchtend. Erzähl weiter. Kommen wir zum interessanten Teil. Ich hörte das Geräusch einer Nähmaschine, also bin ich zum Arbeitsplatz des Weißen gegangen und habe sie dort reden hören. Was? Na, wenn das mal keine Antiklimax ist. Ihr habt das Wort noch nie im deutschen Sprachgebrauch gehört. Antiklimax. Ihr kennt es unter antiklimaktisch. Aber eigentlich bloß aus dem Englischen. Anticlimactic. Antiklimax? Ist das echt ein deutsches Wort? Schräg. Er hörte sich an, was sie ihm zu sagen hatte und gab ihr anschließend einen Rat. Ich habe mir selbst geschworen, sie noch stärker zu unterstützen. Ja, in Ordnung. Also, das war alles? Das war alles. Was hattest du denn erwartet? Wir waren doch nur knappe 15 Minuten fort. Warum warst du überhaupt wach? Ich? Tja, also weißt du... Ist ja auch egal. Ich bin wieder eingeschlafen, nachdem ich dir ein paar Minuten lang beim Schlafen zugeschaut habe. Aha. Jetzt ist aber Schluss mit der Flüsterei. Was ist denn mit euch beiden los? Überhaupt nichts, wie ich schon sagte. Nicht wahr, Tis? Aha. Ringebell, ich glaube, du verdienst es nicht länger. Du verdienst es nicht länger an der Spitze für unsere Truppe zum Stau. Haben wir die Agnes schon vorne gehabt? Weiß ich gerade gar nicht. Okay, die schaut aus wie eine Schafhirtin. In dem komischen Kleid. Secrets! Schade doch nicht. So, Neues aus dem Dorf? Na, das ist noch ein Bauer. Okay. Sie haben bloß Geschenke überbracht. Passt. Dann schauen wir jetzt. Der Wolf, der Fuchs, der uns Zeug verkauft. Na, das speichern wir nicht. Wir gehen jetzt wieder auf die Weltkarte raus und dann können wir dort speichern. Ah, das Schweinle ist es jetzt. So. Ja, ich bin jetzt gespannt. Ah ja, ich habe übrigens nachgelesen, wie das mit dem komischen Turm da funktioniert. Frische Sidequest. Das können wir erst wieder machen, wenn wir die Hauptquest in Anheim, whatever, ihr wisst schon, was ich meine. Wenn wir die erledigt haben. Heißt, wir müssen jetzt sowieso mit der Story Quest weitermachen. Und dann können wir das noch erledigen in der Nacht. So. Zurück zum Tempel. Aber vorher gehen wir noch schnell. Was ist mir eigentlich? Wir haben doch gerade ausgeruht. Na, wir sind volle HP. Dann können wir direkt runtergehen. Der Tempel des Windes. Aha, Sound hängt ein bisschen hinter nachher. So, dann können wir jetzt die Monster wieder einschalten, die wir ja ausgeschaltet haben, aus Gründen.
Weil wir haben ja da die Abkürzung und sind sofort da oben. Und dann bin ich gespannt, was passiert. Okay, okay. Irgendwas passiert gerade mit dem Emulator. Komplett overpowered. Overpowered for the win. Speichern. So, ich probiere nochmal kurz was. Okay. Ich hoffe, jetzt läuft es flüssiger. Also, das ist nochmal ab und zu ruckle. The air's grown even more stagnant. It feels almost malicious. I might be sick. Wait, something's here. No! A monster's taken hold of the crystal! Orthros! What the fuck? From the scriptures? Bringer of doom. Now what? It stands between us and the crystal's awakening. Then I don't suppose we've much choice. Ultros? Wenn jetzt kein lila Tintenfischkot, ich schwör. What the heck? What the heck? Das ist doch nicht Ultros. Das ist fucking Cerberus. Irgendwie. Mit Feuer und Wasser? Köpf? Okay. Was ist Absicht? Verbraucht Geld, um TP-Schaden für 5 Runden zu senken. Ja, wie viel? Wie viel Geld? Probieren wir es einfach mal los. Anders lernen wir es eh nicht. So, divers, Diagnose, Ultros blau und Ultros rot. Okay, warte mal, machen wir anders. Wir brauchen einen Brave-Punkt, dann können wir gleich beide Diagnosen. Aber ich schätze mal, dass der Wasser gegen Blitz anfällig ist und der Feuer gegen Eis anfällig ist. Wenn das Sinn ergibt, was ich da verquatsch. Lagertornangriff. So, und du haust. So. 5000 TP. Warte mal, werden diagnosed oder jetzt gerade? Der Wasserige, oder? Der hat eine Schwäche für Feuer? Okay, das hätte jetzt nicht erwartet, das macht nicht viel Sinn. Okay. Gattung Bestie. Der hat auch 5000 HP. Der hat eine Schwäche für Wasser. Okay, ich habe jetzt ein bisschen unerwartet. Ich hätte jetzt erwartet, dass der Wässrige gegen Blitz anfällig ist. Aber dann wiederum, es ist ja nicht Pokémon. Wie viel Schwein hat mir das jetzt gekostet? What the heck? Was ist das für ein Angriff, Mann? Das will ich auch. Absicherung, das gefällt mir immer noch. Wallum. Scheiß drauf. Wer hat denn Schwarzmagie? Hat keine Schwarzmagie ausgerüstet? Die sind alle Weißmagie. Okay, ja dann drauf. Das ist komischer Blizzard, das ist schon keine Lust im Blizzard. Ein Blizzard ist ein Eissturm, Mann. Ja, warte mal schnell. Da fällt mir gerade was ein. Wir können doch... Naja, wurscht. Lassen wir das. Diebstahl. Probieren wir mal
plündern. Vielleicht kriegen wir irgendetwas Geiles raus. Wow, nice. Segen. Das ist doch nicht Vitra. Kann ich dem auf den TC? Dann klauen wir auch noch was. ...900 HP. Konnte nichts gestohlen werden. Das probieren wir bald nochmal. Autsch! Bomberarm gestohlen. Wieso hat er das jetzt Schaden zugefügt? Das ist gerade 300 Schaden noch aufputschen. Was soll der Kack? Schau mal da mit Tisse in Ruhe, Mann. Kann da auch nichts dafür. Haha. Okay, der eine Kopf ist tot, wie es ausschaut. Dann haben wir noch der andere Ultros. Hallo, der dürfte schon 4000 Damage machen vom Tis. Drauf! Ah, nicht ganz. Aber es reicht. Alter, 60 Jobpunkte.
Als Shop-Level für dir. Du hast Vergeltung erlernt. Nice. Antarktiswind, Trank, Bombersplitter und ein Äther haben wir gekriegt. Nice. It's over. Somehow. Just how long has that thing been inside the crystal? The details can wait. First comes the rite of awakening. I'll second that. I'm in no state to deal with any of that beast's friends right now. Hurry on, yes! You need to get ready! Right. I'm ready, Aerie. Then let's review how the rite works one last time. I'm to focus my prayers on the crystal, yes? Right. That will naturally align your breathing with the crystal's rhythm. Your life force will stir it awake. That will return the crystal to its normal state. But you mustn't stop there. Keep praying. If you excite the crystal to just short of the breaking point, then release that energy all at once, its effects will spread far and wide. There are a few important things to remember, though. First, you are not to stop until I say. Was ist das für ein Ding am oberen Bildschirmrand, was da hin und her schwebt? Ist das ein Clipping-Fehler oder ein Animationsfehler? The flow of energy into the crystal could reverse. At its worst, that could be fatal. Second, once I give the signal, you have to stop immediately. Any further, and this time, it'll be the crystal that breaks. I understand. Last, everyone needs to keep their distance and stay absolutely silent. The rite places a huge burden on the Vestal, physically and mentally. But even if she seems to be in pain, you can't come near her or the crystal, no matter what. What do you mean a huge burden? Is there any danger to Agnes? There's nothing to worry about. I'll be right here watching to make sure of that. Now, everyone but Anya step back. All ready to begin? Ready. What the fuck? Was ist X auf dem Controller? Das ist ja, glaube ich. Na, Moment. Beten! Mehr Power! Lol. Aerie! Is it done? Not yet! Just a little longer! Oh mein Gott! Stärker beten! Beten! Mehr Power! Keep going! Er explodiert gleich! Still not enough! You can do this! Oh mein Gott! Beten! Bete, als euer Leben davon abhängen würde. Als ob man nicht. Stop! That's it! What the heck? Did it work? The rite of awakening was a great success! You were amazing, Agnes! I never dreamed it'd go this well! Oh, good. Now the wind should return. That was supposed to happen then? My heart nearly stopped. I thought something had gone wrong and the whole thing was exploding. Ja, das hab ich auch gemeint. I'll bet they saw that flash from Anshine. That light. I feel as if I've seen that light before. Your memories return? No, just I can't see it clearly. But I remember a hand reaching out through the light. A woman's hand. There he goes again. Are you alright, Agnes? Anything we can do? I'm fine. Thank you. Oh, look, look! One of the gems on my brooch is shining! That's proof of the wind crystal's release! Then the entire brooch will look like that? Once we've finished with all 4 crystals? That's right! Only 3 to go! 3 more times. Well, for now let's head back to town. The wind should be returning, right?
Nice. Jetzt können wir 2 Hilfsfähigkeiten in die klatschen. Der Wind sollte nun zurückkehren. Ich bin sicher, dass die Bürger von Ansheim sehr erfreut sein werden. Ja, nun da der Wind zurück ist, wird wieder Frieden im Königreich einziehen. Lasst uns schnell zurückkehren und Bericht erstatten. Ich möchte sehen, wie dieser lausige König sich dreht und windet. Ich habe ihn immer noch nicht verziehen, was er dir angetan hat, Agnes. Merkt euch meine Worte. Sein Herz ist so schwarz wie Teer. Ihr schiebt mir doch zu, nicht wahr? Das müsst ihr einfach. Nicht alle von uns teilen die Welt in Schwarz und Weiß ein, Idia. Unsere Aufgabe war es, den Windkristall zu erwecken, und das haben wir getan. Leute in Verlegenheit zu bringen, gehört nicht zu unserer Mission. Wartet nur ab, ich wette, er wird das Volk weiterhin Schwerstarbeit verrichten lassen, obwohl der Wind zurückgekehrt ist. Was? Aber das kann er nicht. Wäre es daher nicht besser, wenn wir ihm das Handwerk legen, ehe er die Chance dazu hat? Wie sollen wir ihm das Handwerk legen? Mit Brute Force, Mann! Zunächst sollten wir allen Menschen klar machen, dass es Agnes war, die den Wind zurückgebracht hat. Und wie stellen wir das an? Worte allein werden nicht reichen. Wir zeigen ihnen Beweise. Ah! Beweise! Ja, wir packen jetzt unser neues Smartphone aus, machen da so Knips, ein Selfie mit dem Crystal. Und dann gehen wir wieder... Dann haben wir einen Beweis. Dann posten wir auf Insta und dann... ja, haltet die Schnauze. Wuhu! Wuhu! Okay, was machen wir als nächstes? Was machen wir als nächstes? Was ist die nächste Waffe? Mutsu no Kami. Okay. Ein Samurai-Schwert. Lecker. Das will ich haben. Tut mir leid. Das muss sie. Los geht's. Zurück ins Dorf. Der Raum in der Mitte ist mir immer noch suspekt. Feuer frei! Alter, 1500 Crit! What the heck? Das ist komplett Overkill. Ich meine, irgendwann wird das so zu wenig sehen, aber für den Moment sind wir sowas für overpowered. Ich schäme mich schon fast dafür, wie overpowered wir sind. Die mit ihrem Klunker an der Hand. So, sollen wir jetzt warten, bis es Nacht ist, dass wir da wieder rein können? Für die Sidequest? Oder sollen wir einfach reingehen? Gehen wir einfach rein. Do the streets seem noisy to anyone else? Bitzle. Oh, over there. It's the Weasel King. Der Wieselkönig. Hearken to me, my children. After abandoning our kingdom to its fate, the Vestal then came slinking back to these borders to beg my forgiveness. And forgive her I did, for I saw naught to be gained from excoriating a girl for her egregious failures. My clemency was met with willful pride. She promised to return the wind to motion single-handedly. Yet, what has come of it? Nothing. Will save the southern sky set ablaze with a malefic light. The Vestal failed to restore the wind, and brought still greater calamity upon our heads. Alter, was ist das für ein Arschloch? Look no further than the stagnant air around you. I can but blame my own wishful ignorance for this latest turn of events. I ought never have entrusted this matter to a relic of a bygone era. The crystal orthodoxy is a dream of the past, the Vestal obsolete. Her inability to ensure the crystal's function is manifest. Join me, my people! Let us rely upon the Vestal no longer! It is our own efforts that will see this kingdom saved. The labor service is your sacred duty, your pride as citizens. All who work beyond 20 hours a day will receive a royal commendation. 20 Stunden am Tag, Mann. Of this tribulation, Ansheim will emerge a new land,
Our new history begins now. Wait! Boah, ist das ein Wichser. What? The Vestal? Worry no longer, people of Ansheim. I have just awakened the Crystal of Wind! Lying witch! Then why does the air remain still? It's true. There's no wind. The Grand Mill isn't turning! The king may be right. Was? Don't be afraid. The footsteps you've carved will be a guide to these people, Agnes. They just need a light to show the way. A spark of hope. Please, give me the courage. I ask that you listen. The winds that washed over this land without end for so long stopped. A vast darkness split the earth in the kingdom of Kaldisla. An entire village was devoured. The seas fester. Fish wash up upon our shores, twisted and lifeless. Even ships are unsafe from this corrosion. All the world's people, all life is crying out in pain. Your suffering is mirrored in every corner of existence. I was dispatched by His Majesty to leave these borders and survey the damage firsthand. My conclusion is absolutely certain. The 4 crystals have been clouded over with a powerful darkness. On my return, I found the Crystal of Wind in the clutches of a terrible monster. Its influence had sealed away the crystal's light entirely. Ha! You reward our patience with fabrications and fantasy. Utterly ridiculous. This is no fantasy! The beast fell before me and my companions! I present this to you as proof! Those chains! The chains that circled the beast Orthros! The Tempest Braid? That can't... It's only a legend! A story from the old Crystalist scriptures! But here they are. The Vestals brought us Tempest Braid. Then Orthros was no legend, and the Vestals slain it! Preposterous! The chains are fake! Like your ridiculous story! There's still no wind! The wind is coming! 2,000 years the Vestals have prayed! Their lives have been the crystal's nourishment! And now they feed the wind! She's right. The wind. The wind has returned! The winds are back! The Grand Mill, it's turning! I've reached them. Of course you did. And they love you for it. They found new hope in your words. You were amazing, Agnes. And Vestals are a force for good. That speech struck any doubt from my mind. Naturally. I knew it from the moment I first saw you. They're all calling out to you. Go on and answer them. I don't... You're a savior to the kingdom, Lady Vestal. A savior to all of us. And at such a young age, the Vestals are a blessing upon this world! Forgive us for failing to aid you when the wind stopped. We were lost. Please, continue to guide the winds and this nation's people. Lead and we will follow. I thank you all. But I fear I cannot stay. The shadow of danger has been driven from Ansheim, but darkness persists elsewhere in the world. I must join with the other Vestals and see that all mankind is ransomed from this terrible threat.
That is my duty as a Vestal of the Crystals. It pains me to leave your side again so soon. I ask your patience and your forgiveness. She grieves not just for Ansheim's pain, but that of all the world. We thought only of her own misfortunes, but the Vestal... Lady Vestal! Know that you go with all our prayers. Please help them. Help the others as you've helped us. Be strong, Lady Vestal! I thank you. Your faith moves me beyond words. I shall see this task complete and then return to you. I swear. What perverse farce is this? This cannot be so! I shall not be undone by a child! I am king! King! And a king does not forget his enemies! Bisschen lausiger King. Ja, der Wind ist zurück. Schaut doch nur in den Himmel. Die Wolken fliegen nur so vorbei. Diese Brise tut unglaublich gut. Ganz besonders, wenn man so gute Arbeit geleistet hat wie wir. Die Bürger von Ansheim waren alle so dankbar. Ein Mädchen sagte, dass ihr Vater dank des Windes jetzt wieder nach Hause zurückkehren könne. Yay! Ich hörte, jetzt können wir wieder zusammen essen wie eine richtige Familie. Oder, jetzt können wir endlich wieder Drachen steigen lassen. Ihr hättet das Lachen auf den Gesichtern der Kinder sehen sollen. Durch die vielen im Wind flatternden Röcke... Oh mein Gott, die Liste ist gar nicht fertig. Oh Mann, ich frage mich, wer das wohl gesagt hat. Auf jeden Fall haben wir ab jetzt wieder Rückenwind. Ach ja, die Sprüche. So, ich will jetzt trotzdem die Tür finden. Mein Sohn ist endlich frei. Jawohl, gib mir Belohnung oder so. Bitte zeig uns den Weg, ich flehe euch an. Ja, der ist da rechts. Ich will jetzt die Tür finden. Also, in der Nacht muss ich wieder kommen. Wir brauchen einen neuen Asterisk. Departing already, Lady Vestal? Forgive me. I am Prime Minister Dominus Harina. Your words to the people shook me to my core. Between you and me, I suspect they rattled the king's cage as well. He looked positively deflated. Small wonder. Having his little speech so thoroughly derailed must have been a blow to his royal ego. It will recover, though. It always does. Meanwhile, where will you go from here? To Florum, land of radiant flowers and the water crystal. I see. But how will you manage the journey with seas unnavigable? The inner sea was spared by some merciful stroke of fate, but no port or sandy shore exists on the Florum side. You might travel by land, but the forests along the way are suffused with a noxious fog. The path is most dangerous. Ein Luftschiff. Seems we're blocked on all sides. Any ideas? Luftschiff. No, but the sage of Oh, the ernsthaft jetzt? Der alte Knacker? Then it's to the airship and to Juliana and beyond. Say the word, Agnes, and I shall lend wings to your every whim. Just to Juliana, please. Die Großzügigkeit des Ministers. Überlasst das dem Premierminister. Er hat dann alles gedacht. Was hat er uns denn gegeben? Das ist ein Stück Papier, toll. Nicht so voreilig, mein Engel. Das ist eine Liste der Waren, die später auf das Schiff geladen werden. Zunächst hätten wir hier eine Verpflegung. Er hat wirklich an alles gedacht. Brot, gebökeltes Fleisch, gesalzene Grasbohnen. Sellerie, grüne Rüben, 2 Fässer mit eingelegten rosa Auberginen, Feugersoße der Marke Uhrenturm. Und dann noch ein Fass des süßesten, zahnfeindlichsten Nachspeisen von ganz Ansheim. Sie scheinen ja wirklich verrückt nach Zucker zu sein. Diese Vorräte reichen für mindestens 2 Wochen. Neben der Verpflegung haben wir hier noch, eine Anlegegenehmigung für die Charlotte. Die dürfte sich als nützlich erweisen. Außerdem dürften wir uns noch mit Wasser, Öl und sogar Munition eindecken. Der Mann ist wahrhaftig ein bürokratisches Genie.
Munition, ich will einen Luftkampf mit dem Luftschiff. Klingt so, als würde uns auf dem Schiff eine kleine Feier erwarten. Eine Feier? Wir müssen so schnell wie nur irgend möglich nach Florum aufbrechen. Nun, angesichts der Zeit, die nötig ist, um alles zu verladen, können wir wohl frühestens in einem halben Tag aufbrechen. In Ordnung, ich glaube, diese kurze Ruhepause haben wir uns alle redlich verdient. Genießen wir sie, solange wir noch hier sind. Richtig! Das heißt, als erstes wird aber gespeichert. So, dann warten wir, dass es Nacht wird. Nacht! So, jetzt will ich wissen, wo der blöde Turm ist. Da ist ein blaues Ausrufezeichen. Das ist da oben, neben dem Magieladen. Okay, das ist die Tür, wo der Typ davor gestanden ist. Das haben wir gedacht, das muss doch da sein. Wo der gesagt hat, oh, tut das verboten. Da ist es. Oh, Dungeon Time. Der Uhrturm. So. Hey, it opened! Seems this is the spot mentioned in that memo. Großes Mühlenwerk, okay. Die Zahnräder da in der Mitte geben überhaupt keinen Sinn. Aber hey! Optionales Dungeon for the win! Yay! Hey, da sind so viele Kisten. Da gibt es sicher einen Geheimgang. Dass ich da auch bekomme. Oder rundum. Easy! Noobs! Okay, 2 Treppen. Die obere oder die untere? Die ist weniger offensichtlich. Wir gehen mal da entlang. Gegners! Alter! Wie die einfach wegfick! Oh je, ich hab keinen Tor, wo ich da rein. Gegner darf zuerst zuschlagen. Das ist aber nicht sehr fair. Die komischen Dudes. Oh Gott, wo bin ich da zur Hölle? Da ist nichts wieder. Da oben war nur eine Kiste, habe ich gesehen, rechts. Da ist eine Treppe. Oh Gott, ich habe mich jetzt schon verlaufen. Dunkelfinger klauen. Eine Erdungsroute erhalten. Okay, wahrscheinlich kriegen wir es mit einem Erdgegner zum Tour. Ah. Alter. Draufheben mit den Waffen. So, was war das Blaue da rechts? Oh, dahinter steht irgendjemand. Da ist auch noch abgegangen. Okay, Sackgasse. Super. Tis macht einfach alle mit dem Bogen weg. Voll geil. Ja. Ja denn? Haben wir das erledigt?
Nehmen wir die andere Treppe. Ah, jetzt sind wir da, okay. Da ist ein Lift. Da werden wir aber noch nicht rein. Ja, da ist nochmal eine Treppe. Der fucking Untum, da geht mir jetzt auf den Sack. Ey. Oh je, links, rechts, Entscheidungen. Da ist nochmal eine Treppe. Ah! Das ganze Level ist voller Entscheidungen. So ein Dreck. Ah ja klar. Ein Übertrank. Interessant. Alter, was hat der für ein Besenstiel als Waffe? Oh, da dann ist ein Hebel. Rechts und links ist, da sind zwei Hebel. Ich muss sicher beide betätigen, dass der Lift da aufgeht. Aber wir schauen trotzdem zuerst, was sich hinter deiner Treppen da verbirgt. Sehr schön. Weg mit euch. Ah je. Endlose Dungeons. Ein Äther. Wenn es wenigstens irgendwas Wertvolles dahinter gäbe, aber na? Ah! Jawohl! So ist es. Okay. Das war das. Das heißt, wir mit dem Herrn daher müssen. Gut, dann können wir jetzt zurück zu dem anderen Dude gehen. Und hoffen, dass wir da rechts direkt zu dem Schalter kommen. Mach sie weg! Geld regiert erlernt. Das macht wahrscheinlich schade, noch, je nachdem wie viel Geld das man da reinpulvert, ne? Mal kurz gucken. Geld regiert. Multipliziere deinen Level mit 50 Schwein, um einem Ziel Schaden in Höhe des von dir ausgegebenen Geldes zuzufügen. Ah, okay. Das habe ich mir genau gedacht, ja. Mit Level mal 50 ist, das ergibt den Schaden. Bei Level, was habe ich überhaupt für Level? 32, und dann sind wir bei 1500, naja, doch. Bis Level 1500. Aber es kostet halt auch dementsprechend. Ah, okay, das war ja einfach, ich mir gerade denkt, heu. Aufzug! Immer wir haben die Stunde jetzt voll. Ich möchte aber trotzdem, weil die vorletzte Folge, glaube ich, ein bisschen kürzer war, aus Gründen. Was die letzte oder die vorletzte? Ich glaube, die vorletzte war es. Dann würde ich sagen, hängen wir da noch ein paar Minuten dran, um das auszugleichen. So, warte mal, dann haben wir eben noch schnell... Ehre, Money. Entschuldigung fürs Missgendern. Mir fällt gerade auf, wenn man immer noch kein Zelt kriegt. Das wäre natürlich scheiße geil, wenn wir jetzt ein Zelt hätten. Ja, wahrscheinlich gut jetzt irgendein Boss. Oh. Okay.
Wahrscheinlich der König. What? Oh, wir sind dahinter. Lololol. Luftangriff! This is the royal palace. You don't say. Shh. Someone's coming. Blast it! Blast it! Blast it all! Calm down. How do you expect me to be calm? This is all the fault of that girl! From the moment the vessel returned, every cog in my plans is spun out of place. And the merchantry, that incompetent profiteur's failures threatened to bring everything crashing down. And after the lengths I went to in giving him all he could possibly need, and for what? A net negative. Time and again, that oil-slicked little rat assured me all was going to plan. And like a fool, I trusted him with everything! With claiming the wells, inflating the price of water, that bungled arrangement with the thieves, I gave the merchantry free rein. The plan was sound. Have the merchantry cut off the water supply, eroding the people's resolve. Mandate heavy labor, for the good of the kingdom, of course, to sow further dissent. Ansheim was a powder keg. Any spark would do. Some trifling grievance to turn the brunt of all that build-up frustration on the Vestal. The Orthodoxy's lingering hold on the people's hearts and minds would be broken, and the age of anti-crystalism would begin. As well it must! The unwashed masses' superstitious love of the crystals is an iron weight holding mankind back from true progress. Only by dashing to the ground their faith in these stones and the Vestals can my vision for Ansheim's advancement be realized. A glorious new era is right before our eyes. It was so nearly within reach, and now my plan is ruined. Why, Kent? How has this happened? Now the rabble will listen to none but the Vestal. Ooh, it's a complete disaster. I should never have relied on an ignoramus like Profiteur. My plan was perfect. That reliance on your scheming was the reason it failed. Meanwhile, the Vestal speaks without a thought in her head. There's your why. The question was rhetorical, Spellfencer! But very well. If Kampfmagier, okay. failed, so be it. I'll kill the girl and lay claim to the crystal. With that done, the winds will be at my fingertips. I can power the turbines or control the miasma as I see fit. Your Highness is ever the optimist. Are you so confident this new plan will fare better, Time Mage? Time Mage? Zeig doch. It must! The people must be shown that the Vestal has no place in my new reign, or in the future of Ansheim! Unacceptable! Please disgrace your crown no further! Jawohl! What? This isn't... How are you here? Regardless, I am here. I heard everything. Seems this scandal goes all the way up. I knew you were an unpleasant man, but this is outright evil. For a king to wish suffering on his own people? This cannot stand! And just what did you supposedly hear? What new slander is this? You're a poor actor, King. You have some proof, then? Some evidence to show that I made these comments? Ha! He's like a child caught in a lie. No, of course no such proof exists. I know you lot are plotting to tear me from the throne, but it won't work. It won't. Alter, das ist echt wie As it Kind. happens, we do have proof.
but I don't expect we'll have need of it. Ask yourself this. Given your word against the Vestals, which do you think the people will believe? Have you no shame? No sense of duty to those you rule? You! This is all you're doing, Vestal. If you weren't here, none of this would... Yes! You can't be here any longer. Can't be anywhere, in fact. Your final silence will be the fanfare that heralds my renewed reign. It seems the man's beyond remorse. Spellfencer Sigma Kent, name your price. Empty the kingdom's coffers if you like. Spellfencer, das klingt viel cooler als Kampfmagier. I pick my clients for their pocketbooks, not their moral fiber. I'll not grow scruples now. You have a deal, King. For as long as your riches hold. Jawohl! Tja denn, auf die Fresse! Die Dir mit der Axt? Sehr gut. Okay, Agnes, jetzt mal kurz überlegen. Ich denke, Brot, das ist... Ja, wobei... Haben wir irgendwas... Scheiße, was ich mir gerade überlegt habe? Accessoires gegen Stumm wären wahrscheinlich intelligent gewesen zum davor anlegen, weil der wird so wahrscheinlich wieder ein Stummschwert machen. Okay, sie hat eh nichts, dann machen wir da mal Default. Er kann braven, er schaut sich beide mal kurz an. Der Kind und der Kamer. Ringabel macht das, was er sonst gut macht. Was kann er denn gut? Mächtiger Angriff. Ich glaube, der Zeitmagier ist das größere Problem. Ich hätte mir vorher heilen sollen, fällt mir gerade auf. Scheiße. Shit. Ja, dann probieren wir es halt so. Okay, der hat immer nur 6000 AP und keine Schwäche. Und der andere? Diagnos. Hat auch 6000 AP und keine Schwäche. Toll. Also, es gilt 12.000 HP niederzuprügeln. Okay. War ja klar. Oh, deswegen Erde. Alles klar. Alles klar, alles klar. Okay. Wir brauchen mehr Heilung auf alle. So, Ringabel. Was macht ein normaler Angriff von dir? Und Idia. Vergeltung. Je mehr Verbündete kostet, desto stärker wird der Angriff. Kostet BP. Ah, das ist nicht so cool. Also, achso, für eine Runde, ja, das bringt das auch nicht viel. Ja, jetzt sollte ich sagen, hau einfach mal drauf. Ein normaler Schlag machst du fast 500, das rentiert sich gar nicht, dass du einen starken Schlag machst. Oder die Qigong-Welle. Ja, lol. Okay. Dann... Wie viel AP? Okay. Konnte nichts gestohlen werden. Okay, probieren wir es nochmal. Ja, das ist mir wurscht. Florga? What the heck? Ausweichen plus. Schlecht. Ein Äther. Jetzt echt jetzt? Ich hab gemeint, die kriegt jetzt irgendeine epische Waffe oder so vor dem.
Plündern wir der andere. Super Trank, okay. Okay, schlecht. Sehr schlecht. I'll give my throne to no one! No one! Okay, der ist down. Dem erledigt. Okay, 5000 hat er noch. Du heilst, alle anderen hauen drauf. Alle hauen drauf. Let's go! What? You aren't running this time? A contract is a contract. Ah, jetzt aufs Maul. And many's the coin I earned under the king's auspices. It's not in my nature, but I'm prepared to die for this one. Das ist gut, das wird nämlich gleich passieren. Siehst du? Very well. Only fitting that money should be my end. Was hast du erwartet? My goal is met. I've no reason to earn another coin. Stimmt. No reason. Ja, nice. Es hagelt Levels. Kampfmagier-Asterisk. Das schaut ja lustig aus. Feuerschwert, nice. Ein Krieger der Waffen mit Magie erfüllt, fügt Angriff und Elementareffekte hinzu, bevorzugt Schwerter, Spezialität Anti-Magie und Schwertmagie als Skill. Nice. Und der andere? Zeitmagier. Yeah. Das schaut echt scheiße aus. Benutzt Zeitmagie, um den Kampf für sich zu entscheiden. Beherrscht Zeitmagie, bevorzugt Stäbe. Spezialität Zeitsprung. Jobgeschick Zeitmagie. Ja gut. Okay. I regret my failure to see through his Den Dialog hören wir noch an und dann muss ich leider beenden, sonst wird die Folge viel zu lang. It seems the people of Ansheim are once more in your debt, Lady Vestal. On their behalf, I thank you. Where will the kingdom go from here? How will it function in the absence of its king? I will take up the mantle of governance for the time being, though that is no lasting solution. Ansheim will have to change. With luck, it will become a land led by its people for the benefit of all. What is certain is that it will ever be a welcome home to you and your companions, Lady Vestal. Aww. We will pray for your safe journey. Go, and bring your light to all the world. Sehr nice. Und in der nächsten Folge schon müsst ihr die zwei neuen Klassen ein bisschen genauer. Danke fürs Zuschauen. Ich muss leider Schluss machen. Ciao.